Im Laufe des Jahres ist bei mir von Märklin eine 3046 dazu gekommen, ein Modell der Baureihe 150X der SNCF. Und ich habe sie mal zum Vergleich herangezogen zu meiner 3047 der Baureihe 44 von Märklin, denn für mich sind das eigentlich zwei bauartgleiche Lokomotiven, sozusagen zwei Schwestermodelle, zwei Lokomotiven gleicher Bauart, und trotzdem unterscheiden sich die beiden Modelle in einem Punkt, der sich auf meiner kleinen Anlage hier ganz entscheidend nachher auf die Fahreigenschaften auswirkt. Und anfangen möchte ich mit der 3047 von Märklin, zum ersten Mal 1964 im Katalog aufgelistet unter dieser Nummer. Zu den Highlights gehören hier der eingebaute Raucherzeuger, zwei Haftreifen, auf jeder Seite zwei Seitenfenster, ein Motor mit hochuntersetztem Getriebe für Langsamfahrten und die Lokomotive ist mit einer Telex-Kupplung ausgerüstet. Die Lokomotive wurde damals für 68 D-Mark angeboten und im gleichen Katalog ist noch das Vorgängermodell, die 3027, aufgeführt zu 65 D-Mark. Und der einzige Unterschied ist hier, wie 3047, jedoch ohne Einrichtung zur Raucherzeugung und ohne die Cellonscheiben im Führerstand. Ich denke, die meisten Kunden haben dann zur 3047 gegriffen, weil einfach der Raucherzeuger damals eine Neuheit war, die hier eingebaut wurde, und die 3027 ist dann Stück für Stück ausgelaufen. Und hier kurz ein Foto von der ersten Variante. Der größte optische Unterschied sind die beiden Seitenfenster im Verhältnis zu den folgenden Varianten und auf der Unterseite, auf der linken Seite zu erkennen, dass die Lokomotive mit zwei Haftreifen ausgestattet ist. Und schon ein Jahr später, in 1965, bringt Märklin die zweite Variante der 3047 heraus. Betriebsnummer und so weiter ist eigentlich alles gleich geblieben. Der größte optische Unterschied ist, dass wir hier am Führerstand seitlich nur noch jeweils ein Seitenfenster haben und damit lassen sich diese beiden Varianten hier am besten unterscheiden. Und ab 1969 hat Märklin dann im Katalog aufgeführt, dass das Modell ab jetzt mit 4 Haftreifen ausgestattet ist. Der ganze Rest ist im Großen und Ganzen gleich geblieben. Ich bin mir allerdings hier nicht ganz sicher, ob das wirklich erst ab 1969 der Fall war, denn bei Märklin war es schon öfters der Fall, dass in Katalogänderungen am Gehäuse oder an der Technik erst in späteren Katalogen aufgeführt wurden, während die Modelle in den Jahren zuvor diese Änderungen schon hatten. Deswegen, wenn hier jemand mehr weiß, dann würde mich das sehr interessieren. Denn mein Modell der 3047, von mir natürlich auch gebraucht, gekauft, kam hier an in der Packung von 1965 und das könnt ihr hier auf der Lasche der Packung sehen. Und mein Modell hat allerdings trotzdem schon 4 Haftreifen und ich bin mir jetzt natürlich nicht sicher, weil sie gebraucht gekauft hat, ob ich jetzt eine falsche Packung habe oder ob die Lokomotiven eventuell schon vor 1969 mit 4 Haftreifen ausgestattet waren. Wenn irgendjemand von euch da mehr weiß, dann wäre es schön, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, denn das würde mich sehr interessieren, ob ich eine falsche Packung habe oder ob der Katalog erst später korrigiert wurde. Das Modell wurde dann bis 1971 von Märklin im Katalog aufgeführt und von 1974 bis 1980 gab es einen Teilesatz unter der Nummer 3947, aber das habe ich in den Katalogen nirgends gefunden. Und ab 1965 bringt Märklin dann unter der 3046 die französische Variante der Lokomotive heraus. Die Lokomotive unterscheidet sich optisch doch relativ stark. Einfach durch diese grüne Lackierung. Auch der Tender hinten ist im Grunde genommen komplett in grün gehalten. Das Gestänge und die Räder sind geschwärzt und nicht rot wie bei der deutschen Ausführung. Wir haben vorne nur ein Zweilichtspitzensignal und es fehlen die Windleitbleche, wobei die Halterung bzw. die Öffnung für die Windleitbleche im Modell vorhanden sind. Märklin verzichtet dann auf die Telex-Kupplung und es wird auch im Text nicht auf die Getriebeuntersetzung eingegangen, wie es bei der 3047 der Fall ist. Ich hatte dann die Gelegenheit, die Lokomotive für knapp unter 70 € zu erwerben und es wurde darauf hingewiesen, dass es 2 Schönheitsfehler gibt und das könnt ihr einmal hier sehen, und zwar hinten am Tender, einmal an der Seite hier oben ein Fleck, das sieht mir so ein bisschen aus, als wenn es mit dem Finger abgegriffen wurde. Und dann haben wir auf der linken Seite vom Tender so einen typischen Abbruch der Aufstiegsleitern. Und da das für mich keine entscheidenden Dinge waren, habe ich da zugeschlagen und mir die Lokomotive besorgt. Und dann habe ich noch was Interessantes gefunden, was mir nicht so ganz klar ist. Und zwar wurde in verschiedenen Quellen darauf hingewiesen, dass auch bei der französischen
Variante der Tender fest mit der Lokomotive verbunden sein soll. Bei mir, hier seht ihr auf dem Foto die Lokomotive von unten, ist aber auch nur dieser einfache Stift, wie wir es von den anderen Dampflokomotiven kennen. Und der Tender wird nur eingehakt. Dadurch, dass ich aber keine Packung dabei habe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sich hierbei dann eventuell auch um einen Teilesatz handelt oder ob das entweder gar nicht bei allen Modellen der Fall war oder ob im Internet einfach hier mal wieder falsche Informationen kursieren. Wenn da von euch jemand mehr weiß, dann wäre es auch hier schön, wenn man es in die Kommentare schreibt, denn das würde mich zu dem Modell auch sehr interessieren. Und genau wie bei der 3047 wird auch ab dem 1969er Katalog hier bei dem Modell darauf hingewiesen, dass die Lokomotive ab jetzt mit 4 Haftreifen ausgestattet ist. Die Lokomotive wurde dann bis 1973 so produziert und von 1974 bis 1980 gab es einen Teilesatz unter der 3946. Aber auch die habe ich im Katalog nirgends aufgeführt gefunden. Und hier habe ich dann meinen optischen Vergleich der beiden Lokomotiven und wir können sehen, dass die Tender hier beides wohl die ganz einfachen Einheitstender sind, so wie sie auch bei anderen Lokomotiven von Märklin zum Einsatz kommen, unterscheiden sich dann nur in der Farbe und in der Beschriftung. An der Lokomotive selbst finde ich am markantesten, dass vorne die Windleitbleche fehlen. Und auf den ersten Blick dachte ich, bei der französischen Variante fehlen diese ganzen silbernen Handgriffe und Leitungen an der Seite. Wenn man allerdings da genau hinguckt, dann kann man erkennen, dass diese alle vorhanden sind. Nur dadurch, dass sie dunkel eingefärbt sind, sind sie optisch einfach nicht so präsent wie in der Baureihe 44. Und jetzt kommen wir zu dem kleinen, aber ganz entscheidenden Unterschied. Und zwar hat Märklin bei der 3047 bzw. bei der Baureihe 44 ja darauf hingewiesen im Text, dass der Motor ein sehr stark untersetztes Getriebe hat, um auch diese gleichmäßigen Langsamfahrten zu ermöglichen. Und dieser Hinweis fehlt bei der französischen Variante leider komplett. Und ich bin dann hingegangen, habe die 3047 auf die Schiene gestellt und habe sie mal so auf die Geschwindigkeit eingestellt, wie ich sie hier normalerweise mit einem Güterzug oder einer Güterzuglokomotive angemessen ihre Runden drehen lasse. Und das ist diese Einstellung, die ihr jetzt hier im Bild seht. Das ist ein alter blauer Transformator. Und die Geschwindigkeit steht hier so bei ungefähr 140. Habe ich leider jetzt vergessen, hier im Bild zu zeigen. Dann hättet ihr das noch besser nachvollziehen können. Aber so denke ich mir, das ist die Geschwindigkeit, mit der ich hier normalerweise die Güterzugloks fahren lasse. Und so kommt die Lokomotive nach vorne gefahren und kommt bei der Geschwindigkeit auch hier ganz normal vor dem Signal zum Stehen. Dann habe ich die französische Variante auf die Schienen gestellt, den Transformator auf der gleichen Einstellung gelassen und dann seht ihr, dass diese Lokomotive hier schon wesentlich schneller unterwegs ist. Hinzu kommt, dass diese Lokmodelle mit 2 Schleifern versehen sind und in den stromlosen Abschnitten dann auch noch etwas länger mit Strom versorgt werden und etwas später zum Stehen kommen. Bei mir sind diese stromlosen Abschnitte relativ kurz gehalten, damit die Lokomotiven möglichst weit vorfahren, um auf meinen kurzen Bahnhofsgleisen dann hinten mit dem Zug nicht auf der Ausfahrtsweiche bzw. Einfahrtsweiche hinten stehen zu bleiben. Und genau dieser Umstand wird uns in dieser Kombination jetzt hier zum Verhängnis. Das heißt, bei dieser hohen Geschwindigkeit, die die französische Variante jetzt hier zutage legt, fährt sie durch den stromlosen Abschnitt so weit nach vorne, dass sie mit dem vorderen Schleifer wieder Strom bekommt und dieses Signal einfach ignoriert. In der nächsten Runde habe ich dann den Strom weiter reduziert, sodass ich gehofft habe, mit der niedrigen Geschwindigkeit die Lokomotive zum Stehen zu bekommen. Das hat allerdings noch nicht ausgereicht. Und erst nachdem ich die Lokomotive dann noch mal ein ganzes Stück langsamer fahren lasse, ist es ausreichend, dass die Lokomotive hier nicht komplett durch den Signalabschnitt durchfährt. Meine Idee war dann, die Lokomotive ein bisschen mit Gewicht zu bremsen, indem ich einfach hinten einen Zug anhänge. Habe dann sozusagen meine schwersten Wagen gesucht und das sind in erster Linie diese Autotransporter, die alten, weil die Seitenwangen hier komplett aus Metall bestehen und sie richtig Gewicht haben. Aber wie ihr hier sehen könnt, hat das der Lokomotive sozusagen gar nichts ausgemacht und sie hat das einfach komplett ignoriert. Und auch hier habe ich dann die Geschwindigkeit komplett reduziert in den nächsten Runden. Aber im Endeffekt muss ich genau auf die gleiche Geschwindigkeit runtergehen, wie ich sie vorher hatte, als noch kein Zug an der Lokomotive hing. Und erst dann kommt die Lokomotive in dem Halteabschnitt zum Stehen. Das Ganze ist eigentlich nicht so dramatisch, aber bei mir auf der kleinen Anlage habe ich meine Lokomotiven ja öfters hier im Automatikbetrieb fahren.
Und wenn ich die beiden Lokomotiven jetzt hier auf dem gleichen Stromkreis habe, die eine nach links und die andere nach rechts gerichtet, dann ist der Strom, den jetzt die französische Variante braucht, um vor dem Signal zum Halten zu kommen, so weit reduziert, dass meine Baureihe 44 hier gerade so anfährt. Das könnt ihr hier sehen, der Travo ist auf der gleichen Stellung noch, den die französische Variante gebraucht hat, um hier zum Stehen zu kommen, und die Baureihe 44 setzt sich hier noch nicht mal wirklich in Bewegung, geschweige denn wäre es möglich, hier noch einen Zug anzuhängen. Ja, und warum Märklin in der französischen Variante nicht auch dieses hochuntersetzte Getriebe eingebaut hat, mit der sie die 3047 zu diesen schönen Langsamfahreigenschaften bewegen können, das wird mir und allen anderen wahrscheinlich immer ein Rätsel bleiben, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Getriebe jetzt hier wesentlich teurer gewesen wäre als das Standardgetriebe, was jetzt wahrscheinlich da in der französischen Variante eingebaut wurde. Für mich ist es jetzt hier sozusagen nur möglich, die beiden Lokomotiven auf einem Stromkreis fahren zu lassen, wenn ich sie mit dem Travo sozusagen individuell jedes Mal einregel oder, so wie ich es jetzt gemacht habe, auf einen zweiten Stromkreis fahren lasse. Denn für mich wäre es auch logisch gewesen, dass Märklin hier eigentlich Wert drauf legt, dass Lokomotiven gleicher Bauart nachher dann auch zumindest ähnliche Geschwindigkeiten fahren und nicht bei den Fahreigenschaften diese extremen Unterschiede an den Tag legen. Zumal ja dieses hochuntersetzte Getriebe ja ein Jahr vorher schon in der anderen Lokomotive im Einsatz war und jetzt nicht speziell für die französische Variante hätte entwickelt werden müssen. Wenn einer von euch mit den Lokmodellen andere Erfahrungen gemacht hat oder eine Theorie zu diesen unterschiedlichen Getriebeübersetzungen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ob ich hier vielleicht so ein Montagsmodell erwischt habe. Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuschauen, demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.